Moin und ein herzliches Bonjour aus Frankreich. Nach dem letzten Video haben so viele von euch gefragt, wo wir denn hier stehen würden. Es sähe ja wirklich traumhaft aus und es wäre nicht übertrieben gewesen mit Campen wie Gott in Frankreich. Und ja, da sagen wir euch jetzt, wo wir stehen und zeigen euch mal den Platz und die Umgebung. Wir stehen in der Gorge du Verdon, das heißt Verdon-Schlucht, direkt am Verdon. Also das heißt, ich kann jetzt hier einen Stein nehmen und so ins Wasser werfen. Und es ist einfach herrlich, es ist beeindruckend. Der Gorge du Verdon, also die Verdon-Schlucht, ist eine der größten Canyons in Europa. Ist 21 Kilometer lang und bis zu 700 Meter hoch und es ist echt beeindruckend. Und wir stehen wunderschön mit dem Mont drin, also so nach 4, 5, 6 Kilometern. Die fängt an in Castellan. Genau. Und davon sind wir jetzt über Straße 11 Kilometer weg, Luftlinie vielleicht 5, 6 oder so. Und es ist einfach herrlich. Also und wir sind gerade mal etwas über eine Woche hier und es fühlt sich an, als wenn wir irgendwie 4 Wochen hier sind. Wir sind so erholt. Insgesamt erst 2 Wochen unterwegs. Ist für uns ja nichts, wie ihr wisst. Und, wir sind mega erholt, obwohl wir auch viel gearbeitet haben. Und es ist so beeindruckend. Auch die Naturschauspiele, der Fluss, wie der Pegel steigt. Und man kann schwimmen, mein Highlight. Es ist wirklich beeindruckend. Und ja, wir zeigen euch jetzt den Platz und ich würde sagen, jetzt nicht lang schnacken. Los geht's. So, vorab, es heißt Gorge du Verdon. Jules hat mich gerade darauf hingewiesen, ich sage immer so als Rainer, Gorge du Verdon. Also du kannst froh sein, dass ich nicht Gorges du Verdon sage. Ja, also so. Und wir hatten richtig Lust noch mal los, weil wir so im Sommer, der ist so an uns vorbeigelaufen. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war. Es war so Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August. Ja, so war es bei uns. Und dann haben wir gesagt, so, der Sommer ist vorbei, wir müssen noch mal los. Und haben gesagt, dann in südlichere Gefilde und sind dann, ja, wie ihr im letzten Video vielleicht gesehen habt, über die Schweiz, über das Emmental hier hingefahren. Und Jules hatte einen Platz gesucht, naturnah. Und wir hatten, auf unserer ersten gemeinsamen Campingtour, haben wir gesagt, da waren wir auch in Südfrankreich, und haben gesagt, boah, wir müssen uns den Gorge du Verdon anschauen. Haben wir dann nicht geschafft, weil wir so begeistert waren. So, boah, Mensch, guck mal. Und hier fließend Wasser im Wohnwagen. Und wir waren ganz begeistert, als wir mit Marcel unterwegs waren. Also erste Campingtour mit Wohnwagen, erste längere Campingtour mit Wohnwagen. Und haben sind wir dann einfach nicht weitergefahren, weil wir waren in Saint-Rémy und das war sind wir dann stehen geblieben. Genau. Und deswegen haben wir gesagt, ich habe dann zu Markus gesagt, hey, Spätsommer, lass uns doch jetzt zum Gorge du Verdon fahren. Jetzt hast du mich auch schon angesteckt. Und dann habe ich nach Plätzen geschaut, weil wir haben gesagt, okay, wir wollen auf jeden Fall am Wasser stehen und es soll naturnah sein. Und dann habe ich diesen Platz gefunden. Und ein ganz klassischer Campingplatz. Ja. Genau, und Markus hatte ich überzeugt, als ich gesagt habe, Markus, wir können direkt am Fluss stehen. Und ich hatte mit gar nichts Dollem gerechnet, gesagt, okay, klassischer Campingplatz, parzelliert und so. Und dann kommen wir hier in dieses, so Mitte Mang in der Natur Eldorado, und direkt am Fluss. Ja. Herrlich. Und wir haben seitdem, es ist einfach so schön, wir saßen hier, Mittagessen mit Blick auf den Fluss. Wir haben Yoga gemacht, echtes Highlight mit Blick Alles mit Blick auf den Fluss. Richtig schön, und es gibt hier auf diesem Campingplatz nämlich Flussplätze und ich sag mal normale Stellplätze, die nicht direkt am Fluss sind. Und die Flussplätze begeistern mich wirklich, weil man wirklich direkt am Fluss steht. Da ist keine Düne dazwischen, da ist kein Zaun dazwischen, direkt am Wasser. Ja, und so würde man dann, und da oben würde man dann stehen. Ja, es gibt einen Platz, da guckst du direkt so auf die Flussbiegung. Ist im Sommer, glaube ich, also im Hochsommer richtig gut, weil das halt ein Schattenplatz ist. Den haben wir jetzt nicht genommen. Eins vorweg, die Flussplätze, so schön sie sind, aber wenn man ein Problem mit Rauschen hat, kann nicht. So, das geht nicht weg. Also es wird nicht nachts um 22 Uhr oder abends abgestellt oder so. Nee, es geht durch. Ja. Und wenn ihr da empfindlich seid oder euch das immer auf die Toilette treibt oder so, dann den Platz etwas weiter hinten, die auch schön sind. Die sind auch schön. Und man muss so insgesamt sagen, sowohl für die Flussplätze als auch für die normalen Stellplätze gilt, die sind sehr groß. Also wir haben hier Kastenwagen und große Wohnmobile gesehen, die konnten sich längs hinstellen, die konnten sich quer hinstellen. Und man hat trotzdem noch genug Platz, ein Lager aufzubauen. Also ist für jeden was dabei. Ja. Für mich ein Wermutstropfen. Man darf kein Lagerfeuer machen, ist ein Naturschutzgebiet, kann ich auch gut verstehen. Ja, habe ich jetzt in den 1,5 Wochen, ehrlich gesagt, aber auch nicht vermisst. Wir hatten so 1, 2 Abende gesagt, weil es ein bisschen frischer war. Jetzt noch ein schönes Lagerfeuer oder so. Aber man kann ja nicht alles haben, habe ich ja gelernt. Ja, und was man bei den Plätzen noch sagen muss, man hat Strom. Und man kann sich wirklich sehr, sehr schön aussuchen, möchte man eher im Schatten stehen oder ein bisschen schattiger, möchte man in der Sonne stehen. Also da gibt es hier wirklich freie Auswahl. Ja. Also Zugang zum Fluss, den ganzen Tag Sonne und so sieht der Platz dann aus.
Die Plätze sind auch relativ eben. Ja. So, also wir sind jetzt mit einem einfachen Auffahrkeil gut klargekommen und haben jetzt auch mal Wohnmobilisten gefragt, die jetzt mit dem Bus da waren, mit dem Kastenwagen oder auch mit dem Wohnmobil, die sagten, ja, das ist gar kein Problem. Ja, und was ich Geht. wirklich schön finde, dass bei den Flussplätzen ist es so, man hat überall so ein paar Hecken und Bäume. Das heißt, man sitzt nicht so, also ich mag das halt nicht, wenn man so auf dem Präsentierteller sitzt und man ist hier wirklich so ein bisschen versteckt, ein bisschen für sich. Das gilt auch für die ganz normalen Stellplätze. Viele Bäume, viele Büsche und dadurch wirkt es gar nicht so parzelliert. Es hat so ein bisschen was, also wenn man jetzt sagt, freistehen wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Ja, aber es hat schon, also es ist halt wirklich dieses Naturfeeling. Weil was mich jetzt wirklich begeistert ist, wenn ich jetzt rausgucke aus dem Puck und dann 180 Grad, dann sehe ich tatsächlich nichts Menschengemachtes. Das heißt, ich sehe keinen Strommast, keinen Telegrafenmast, Flugzeuge, ganz, ganz selten, mal ganz, ganz links, es scheint irgendwie so, aber 1, 2 am Tag oder so hören sowieso nicht. Ja. Und das ist so entspannt. Und dann diese Ruhe, natürlich Ruhe plus Flussraum, das muss man deutlich sagen. Ja. Aber ich finde es halt richtig gut. Wir hatten dann einmal nachts so ein bisschen so, der Fluss ist lauter geworden. Findest du auch, der Fluss ist lauter geworden? Da muss man keine Panik haben, weil oben ist ein Staudamm und dann wird der Fluss geflutet, tatsächlich für Rafting. Und dann denkst du so, okay, weil du denkst so, hier soll man durchraften? Habe ich mich wirklich am ersten Tag, als wir an, habe ich zu Markus gesagt, wie soll man denn hier paddeln? Das ist doch viel zu niedrig. Und dann wird so 20, 30 Zentimeter steigt der Pegel dann. Ja. Und dann ist geht es auch schon los mit dem Raften. Rafting-Touren kann man übrigens auch hier auf dem Platz starten. Die Rafter machen sich fertig. Das sind doch alles Luschen. Ich springe hier in den See und die haben dicke Neoprenanzüge an. Ja, gucken wir mal. Nein, das macht bestimmt einen Heidenspaß. Also die bei uns lang geraftet sind, sahen alle sehr happy aus. Haben wir jetzt nicht gemacht, aber wir hatten nette Nachbarn, die haben das gemacht und waren halt hellauf begeistert. Mega, ja. Ich bin jetzt nicht so der sich in einen fremden Neoprenanzug reinpröngelt. Ja, aber das ist wirklich super praktisch. Es gibt hier auf dem Platz so eine kleine Hütte und da kann man das halt direkt buchen. Also so Rafting-Touren, so Aquawalking, wo man dann da durchläuft. Das ist wirklich super easy. Und was ich sagen muss, für mich ist ja das Highlight da, wo die Rafting-Touren gestartet sind. Da ist auch ein Flusszugang. Also Strand wäre jetzt übertrieben, aber man hat wirklich so... Aber sagen wir so 20 Leute können da halt auch schon mit großem Handtuch liegen. Also und ich musste morgens dann natürlich rechtzeitig losgehen und hinlegen. Nein. Haben wir gemacht. Erstmal, ne? Typisch deutsch. Ja, natürlich, ja. Territorialansprüche gestellt. Da kann man auf jeden Fall wirklich super schwimmen. So, Jules auf dem Weg zum Fluss schwimmen. So sieht's aus. Ich freue mich. So, jetzt zählt's. Jules bereitet sich vor. Meine Füße britzeln, das ist ganz schön kalt. Proof of Concept. Okay, nein. Alter, die Strömung ist aber doll. Jules kämpft ein bisschen. Tschüss. Ist wie Aare schwimmen. Das ist kalt. Ich liebe das, wenn man auf Campingplätzen ist, wo man wirklich direkt ins Wasser kann. Das ist für mich immer so ein Highlight auf Plätzen. Schwimmen. Ich liebe Schwimmen. Ja, und dann ist noch eine Sache, das muss man auch sagen, uns hat es überhaupt nicht gestört, weil man halt hier so im Tun ist und das Flussrauschen eben hat. Die Straße teilt den Platz in 2 Teile, einen oberen und einen unteren. Der obere ist allerdings, da gibt es glaube ich auch ein paar Stellplätze. Da sind ein paar Stellplätze. Da ist auch ein Swimmingpool, da kommen wir gleich noch zu. Genau. Aber das sind so mehr Mobile Homes und so kleine Chalets, die man mieten Und auch kann. noch ein paar Und Zelte. Genau, fest aufgebaute Zelte gibt es auf dieser Seite auch. Und wir haben auch 2 nette Menschen kennengelernt, die sich so ein Zelt gemietet haben. Die haben auch gesagt, total cool, mega Abenteuer. Es gibt dann die Zelte mit Bad und dann die ohne. Und das ist wirklich so super rustikal eingerichtet. Sieht so ein bisschen aus wie im Outback Camp oder war so ein Safari Camp so ein bisschen. Und ich habe mich zwischendurch, ehrlich gesagt, wenn ich so über den Platz gelaufen bin, immer in die Liegestühle drauf. Also die hatten so Liegestühle und die waren so bequem. Da habe ich immer zwischendurch so, cool, kurze ich konnte Pause. gerade vermeiden, dass Schluss 2 mit in unser Lager schleppt. Und weil ich weiß, wenn wir Plätze zeigen, wird immer direkt danach gefragt, Sanitäranlagen, die sind groß. Also es gibt viele Duschen, viele Toiletten, viele Möglichkeiten zum Ich glaube, auch Abwaschen. im Hochsommer muss man jetzt nicht allzu lange warten. Würde ich auch sagen. Wasser ist heiß und hat ausreichend Druck, ist mir immer ganz wichtig. Die Duschkabinen könnten, wenn ich mir malen dürfte, ein Schnatz größer sein und 1, 2 Haken mehr haben, aber es ist ein Haken da. Und das alles völlig okay. Passt.
Was noch ganz wichtig ist, ich wollte mir die Haare föhnen und habe die Steckdosen gesucht und ich habe sie nicht gefunden. Ja, da bin ich dann als alter Elektriker. Guck mal da oben. Ich zeige euch mal, wo die sind. Nämlich, hier ist das Licht. Und schaut mal, da ist die Steckdose. Aber ansonsten muss man sagen, auch zum Abwaschen und so großzügig warmes Wasser, auch für Menschen mit Beeinträchtigungen gibt es auch und für Babys, genauso ja. Wickelstationen. Also wenn ihr mit kleinen Kindern oder Babys herkommt, habt ihr da eine Möglichkeit zu baden und zu wickeln. Es gibt Waschmaschinen und sogar so große Bassins, wo man quasi per Hand waschen kann. Also das ist tipptopp. Ja, und über den Platz, ja. Genau, und es gibt dann nochmal ein gleich ausgestattetes Sanitärgebäude auf der anderen Seite vom Platz. Ja. Das heißt, wenn man auf der anderen Seite steht, muss man nicht immer rüberlaufen. Es gibt auf der anderen Seite dann auch noch die Entsorgung für Chemietoiletten zum Saubermachen, Wasser auffüllen und sowas. Versorgung, Entsorgung. Genau. So. Jetzt, ich wollte gerade noch was sagen zu den Toiletten. Ja, Markus hat einen Kritikpunkt für die Toilette. Ja, also ich zum Beispiel habe ja eine Entwicklung hinter mir von, also um ehrlich zu sein, vom Heimscheißer zum kein Problem, ich kann überall. Nur, ich habe auch gerne mal ein Toilettenpapier dabei. Das hat jetzt weniger mit meinem empfindlichen Hinterteil zu tun, als vielmehr. So, hier gibt es Toilettenpapier. Das sind so eine Box. Endlos kann man hier unten abziehen. So. Und dann kann man weiter so, das reißt also automatisch ab. Was mache ich jetzt damit? Das ist total dünn. Dann muss ich das so falten. Wenn ich da jetzt einmal mit rumdenke, dann weiß ich aber, ihr wisst, was ich meine, ne? Muss auch nicht ausstellen. So. Also was mache ich damit? Was mache ich denn damit? Origami? Deine Morgentoilette ist auch eine Geduldsübung. So, und dann, also insofern, das ist jetzt nicht verschwendet, ich mache die Brille für den nächsten so. Insofern bin ich einer, der mit Stolz die Toilettenpapierrolle über den Campingplatz trägt. Kann ruhig jeder wissen, wir verdauen alle. Ja, ich komme gerade vom Verdauen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ha, ein guter Tag. Ja. Aber man muss sagen, es gibt eben Toilettenpapier, das heißt, das ist super. Dann gibt es noch natürlich Waschbecken mit Spiegeln in Einzelkabinen, dass wenn man sich rasiert oder so, dass man das jetzt nicht in der Öffentlichkeit macht. Tipptopp. Wie gesagt, bis auf Markus Toilettenpapier-Kritikpunkt. Direkt neben dem Waschhaus es gibt oben einen Pool und unten einen Pool. Oben den Pool haben wir jetzt nicht benutzt, unten den war uns auch wichtig, weil wir morgens gerne schwimmen gehen, wenn wir schon die Möglichkeit haben. Der ist beheizt. Das ist jetzt zum Bahnziehen so okay. Aber man kann Bahn ziehen, das muss man sagen. Der ist groß genug, 25 Meter, denke ich, 25 Meter. Weil Pool ist insofern auch nochmal wichtig, weil Jules sagte, also das war so ein bisschen euphemistisch, glaube ich, im Fluss schwimmen gehen. Ja. Insbesondere dann, wenn er geflutet ist, ist die Strömung schon stark. Absolut. Würde ich jetzt, sagen wir mal, 6-, 7-jährige Kids würde ich auch nicht machen. Reinlassen. Aber dafür schon gar nicht unbeaufsichtigt. Das ist der Pool da. Und diese Schwimmstelle, insbesondere wenn der Fluss nicht geflutet ist, kann man sich da mal reinlegen, ein bisschen abkühlen und so. Aber Schwimmen ist da jetzt eher, also ich würde denken, Jules war einmal drin, wo ich denke, wenn du jetzt schwimmen würdest, dann hole ich dich aber unten am See ab. Aber man kann sich so ein Stück treiben lassen. Ich weiß nicht, wie lang ist die Verdun-Schlucht? Ich glaube 21 Kilometer. Und die ist auch echt beeindruckend. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, fahrt da wirklich mal lang. Ja. Nach unten. Genau, ich weiß, was ich sagen wollte. Genau, der Platz ist zweigeteilt. Insofern geht eine Straße dadurch. Die ist jetzt unter der Woche überhaupt nicht viel befahren. Zumindest jetzt im September, genau, im September. Wir hier waren. Am Wochenende ist das aber eine der beliebtesten Motorradstrecken wohl. Und die Motorradfahrer in den Kurven, sagen wir mal, die fahren ja jetzt nicht gemütlich im 3., 4. Gang, sondern die knallen da ja schon durch. Und ein hochdrehender Motorradmotor ist halt ein hochdrehender Motorradmotor, der hat mich aber überhaupt nicht gestört. Mich auch. Wenn man jetzt nicht gerade wirklich hier liegt und gerade dann stört es überhaupt nicht. Aber wir wollten es erwähnt wissen. Ja, das ist auch noch mal, das finde ich halt auch schön, dass die Stellplätze groß genug sind. Und du nicht dicht an dicht stehst, sondern Lager auch so bauen kannst, dass du nicht, wenn du jetzt mal Yoga machen willst, den Tisch beiseite stellen musst oder sonst. Wirklich viel Platz, da war ich auch erstaunt. Die Stellplätze sind teilweise natürlich auch unterschiedlich groß, weil sie halt relativ, also natürlich angelegt ist jetzt einfach aber, aber sie eben nicht mit Zollstock. Das zeige ich euch jetzt aber mal, denn die liebe Jo von der Rezeption, mit der sind wir ins Gespräch gekommen und die haben hier so coole so Caddies, mit denen wir rumfahren und ich habe vielleicht erwähnt, dass ich die ganz cool finde. Sie hat auch gesagt, ich dürfte mal fahren. Hat heute nicht passiert. Also. Auf jeden Fall durfte ich mitfahren und da habe ich einfach mal die Kamera angemacht und da sieht man sehr, sehr gut, ja, wie die Plätze so liegen.
Merci beaucoup. Avec plaisir. Have a nice day. Thank you. Bye bye. Und was ich an diesem Platz auch richtig toll finde, man kann Zeit auf dem Platz verbringen, wirklich sehr, sehr gut, sowohl im Lager, mit Schwimmen, mit Pool. Es gibt übrigens auch einen Spielplatz, nicht nur für Kinder geeignet, kann ich bestätigen. Ja, es gibt Buhlbahnen, Tischtennisplatten, Rutschen. Man kann, die haben so einen Aufenthaltsraum hier und da kann man einmal so Bücher ausleihen und sowas, aber da kann man auch Federballspiel, Buhlspiel, Fußball, es gibt sich einfach mitnehmen und bitte wieder zurückbringen. Und du hast hier auch an einem Platz, finde ich ganz cool, wenn du nur mit Zelt unterwegs bist, eben auch mit Moped oder so und sagst, ich habe jetzt nicht noch Tisch, Stühle und sonst was dabei, dann sind da hinten halt Bänke und Tische, wo du dich hinsetzen kannst. Im Aufenthaltsraum, wenn es regnet und du bist mit dem Zelt da, kannst du dich auch hinsetzen. Wurde gestern auch gerne genutzt, als es so Restaurants, glaube ich, auch da, das hatte jetzt schon zu. Da gibt es auf jeden Fall wohl sehr gute Pizza, hat Joe mir gesagt. Also wenn ihr Pizza mögt, seid ihr da an der richtigen Stelle. Und es gibt Eis, das gab es auch jetzt noch. Was ich aber gerade noch sagen wollte, man kann halt super schön Zeit auf dem Platz verbringen, eben mit Spielen und so weiter, Lager, Schwimmen. Aber man kann auch in der Umgebung so viel machen. Wir sind zum Beispiel nach Castellam gefahren, das ist so 10 Minuten von hier. Und wir wollten eigentlich nur einkaufen. Und dann war Markt. Man muss sich auch den einheimischen Essgewohnheiten, da darf man sich nicht, da muss man dazu. Oh, das sieht aber tatsächlich richtig lecker aus. Wer wäre ich, dass ich eine Spezialität aus Nizza nicht probieren würde? Eben. Und das Coole ist, das ist aus Kichererbsenmehl, Wasser, Salz und noch irgendwas. Ich bin mal mega gespannt, wie das schmeckt. Kann mir das gar nicht vorstellen. Wisst ihr, was das Beste ist? Die nächste Portion ist meine. Die Vernunft sagt, lass es abkühlen. Nein! Die sagt, beiß rein. So, wir haben jetzt rausgefunden, wie es schmeckt. Hau raus, Markus. Es ist eine Mischung zwischen Omelette, Pfannkuchen und Kartoffelpuffer. Kartoffelpuffer. Und jetzt muss ich schnell ausmachen, sonst kriege ich nämlich nichts. Aber schaut euch, Markus hat hier schon fast alles aufgegessen. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Ich bin Einzelkind. Und teilen ist so nicht meine... Wow, okay, Leute, ich muss ausmachen, sonst wird das hier nix. Und das ist das, was ich so in der Provence so liebe. Dieser morbide Charme, so ein bisschen, alles so ein bisschen verfallen, nicht ganz so genau und so richtig schön. Du siehst die Menschenleben da, ganz viele, die haben wir jetzt nicht gefilmt, weil wir da natürlich auch Privatsphäre, aber überall sitzen gerne mal ältere Herrschaften und trinken ihren Pastis. Und da musste ich immer so denken, Savoir Vivre, perfekt. Also es ist wirklich so, und es überträgt sich. Die sind so entspannt, das überträgt sich dann, finde ich, auch auf einen selbst. Wenn ich 3 Pastis drin habe, dann bin ich auch entspannt. Dann weiß ich aber, ne Marcel? Und was man auch machen kann, es gibt noch einen größeren See hier in der Nähe. Ich glaube, wir sind so eine Dreiviertelstunde gefahren, den Lac Saint-Croix. Genau, da endet die Verdun-Schlucht auch. Das ist auch, wir blenden es mal an, das ist dieses Bild, was man so kennt von der Verdun-Schlucht, wo quasi die Verdun-Schlucht endet und dann der Verdun in diesen See mündet. Und da kann man halt eben schwimmen. Das Wasser ist halt so herrlich türkis und so. Und auch der Weg dorthin. Du fährst dann halt diese Straße 1071 oder was ist es, weiß ich nicht. Ich will jetzt auch kein Blödsinn reden. Aber sehr kurvig, leicht ist zu machen. Genau, da kannst du vielleicht noch was zu sagen. Nicht stressen lassen, wenn hinter dir einer ist und drängelt oder so. Völlig egal, er überholt dich dann irgendwann gewagt oder so. Mopedfahrer sowieso. Easy, Ja, auch mit Gespann, auch mit Wohnmobil. Wir haben einen Wohnmobilisten getroffen, der halt von unten hochkam. Ich sag, und wie waren die Fahrten? Sagt er, ja, wenn man halt ein bisschen aufpasst und dann ist gut. Aber ich sag mal, solange jeder auf seiner Seite des Mittelstreifen bleibt, ist alles easy. Es gibt 2, 3 Stellen, die sind enger, da kommst du nur One-Way durch, aber die sind halt nur 10 Meter. Das ist eine Brücke oder so. Und es ist auch 100 Meter vorher schon draußen, da sind auch Buchten und so. Also da haben wir gar keine Probleme, genau. Kleiner Wermutstropfen, muss ich ganz klar sagen. Du wirst lachen, weil es hat dich fast noch mehr betroffen als mich. Wir haben am Anfang gefragt, ob das Wasser auf dem Platz Trinkwasser ist. Und ja, es ist Trinkwasser. Aber wir haben relativ schnell gemerkt, das Wasser ist geklort. Ja. Und wir haben am Anfang gedacht, na das gut, riecht man direkt. Das riecht man direkt. Und wir haben am Anfang gedacht, na komm, die haben gesagt, man kann das trinken. Wir haben es getrunken. Auch im Netz geguckt, ja, ist Trinkwasser und so. Aber ich habe das Chlor überhaupt nicht vertragen. Ich auch nicht so direkt wirklich. Magenschisselermengen gekriegt. Ja. Und da ist aber das Gute, im Nachbarort 10 Minuten von hier gibt es einen Supermarkt. Wir haben uns da dann tatsächlich für die Zeit jetzt einfach Wasser geholt. Hatten wir in der Instagram-Story, wer uns da gefolgt ist, haben ganz, ganz viele von euch uns Tipps gegeben, wie das macht, mit Filtersystemen und so. Und das ist, wenn wir jetzt eine Tour nach Portugal machen, auf der Spanien, da ist ja auch dann Frankreich, Spanien, Portugal, immer auch mit geklortem Wasser.
da gucke ich mal, ob Aber man das da... ist jetzt ja auch die schöne Zeit. Ich finde so Oktober, November, da kann man sich super mit Equipment und genau solchen Geschichten beschäftigen. Equipment. Dann haben ganz viele von euch uns auch geschrieben auf Instagram, hey, so direkt am Flussufer, jetzt sind gerade Überschwemmungen und so weiter. Ja, haben wir natürlich ein Auge drauf und auch auf den Pegelstand. Auch die Rezeption übrigens. Ja, genau. Hier gibt es einen Evakuierungsplan. Es gibt Lautsprecher auf dem Platz. Also sollte irgendwo eine Flutwelle kommen oder so, wird man rechtzeitig gewarnt und hat dann auch nicht nur 5 bis 10 Minuten Zeit oder so, sondern einfach so, hey, jetzt mal mit zusammenpacken und dann in höhere Gefilde fahren. Also easy. Und der Platz ist zwar direkt am Fluss, aber die Böschung ist halt auch nochmal 2,50 Meter höher als der Flusspegel. Also insofern ist da jetzt nicht zack und alles überschwemmt. Insofern alles Tipptopp. Tipptopp. So, und in der Verdun-Schlucht oder an der Verdun-Schlucht sind doch überall so kleine Dörfchen und so. Und das lohnt sich auch, da mal hinzuwandern oder hinzufahren. Macht einfach Spaß, wenn man so dieses Savoir-vivre und so einen Marktplatz, ein zentraler Platz und so kleine Lädchen drumherum. Was ich am meisten genieße hier und deswegen wirklich, hast du super ausgesucht, den Fluss auch, aber den Platz. Es ist einfach so herrlich, morgens die Tür aufzumachen. Wunderschön am Morgen. Alles von der Sonne. Es ist einfach so traumhaft. Die Welt ist schon so schön. Ich könnte hier stundenlang stehen. Aber Kaffee und Frühstück ruft. So schön. Und so, herrlich. Das ist so wirklich Leben in der Natur. Ja. Eben kein Strommast, kein Haus. Wirklich schön. Nichts, nur ein paar Geier ab und zu, die kreisen. Also ich finde, für Erholung ist es auch gerade jetzt im Spätsommer einfach ein Traum. Ich habe ja vorher wirklich viel recherchiert, auch mit dem Platz und so wie er im Internet dargestellt war, also die Fotos und so, es war nicht irgendwie so aus bestimmten Winkeln, sondern ich habe wirklich cool. Also wir verlinken so euch den Platz unten, alle Infos findet ihr da und auch im Blogartikel. Und ich habe in letzter Zeit, gerade auch bei Instagram, so viele Nachrichten von euch bekommen, wie wir solche Plätze finden. Da machen wir mal ein Video. Genau, und da machen wir demnächst noch mal ein Video zu. Also falls ihr das auch wissen wollt, dann... lohnt sich jetzt auch wieder einzuschalten, weil wir haben jetzt so viel Ussel abgelegt, viel weggearbeitet jetzt in diesem Sommer. Deswegen waren wir auch nicht unterwegs. Und jetzt kommen wieder regelmäßig Videos. Ja. Versprochen. Warte, ich auch. Guck mal da oben die Geier. Jo. Oh, da oben sind jetzt Geier. Ich hol mal eben, ich zeige euch das mal eben im mit dem Handy zwar nur, aber... Man kann auch eine Wanderung machen, wo man die dann wirklich relativ nah sieht. Das haben wir jetzt nicht gemacht, aber ich glaube, das ist auch sehr beeindruckend. Wenn ihr auf sowas steht, dann... Also es ist schon einfach schön, wenn du die so fliegen siehst und so kreisen siehst und so. Das, also ich kann mir schon vorstellen, wenn wir noch mal hier hinkommen, dann möchte ich definitiv noch mal hier. Da möchte ich wandern. Ja. Also ich habe es gerade schon erzählt, dann kann man eben... Also wir haben eine kleine Wanderung gemacht zum Aussichtspunkt. Da wollte ich nämlich noch was zu sagen. Nehmt festes Schuhwerk mit. Ich bin ja, also das habt ihr jetzt vielleicht schon gesehen, ansonsten blenden wir es jetzt ein. Hier geht's, weil da die Steine sind, die halten die Strömung ab. Wie man mit nackten Füßen über Steine laufen kann, erschließt sich mir noch nicht. Ich hoffe, ich lerne das noch. Ich habe ja jetzt hier so Barfußschüchen an seit 3 Monaten. Mal gucken, ob sich das so verbessert. Ich kann ja in so einen Kieselfluss, also einen Fluss mit Kieselsteinen reingehen, dann habe ich aber Sandalen an. Also ohne geht nicht, geht null. Jules kann ja... Ich kann auf Stein laufen, also ich bin so super. Mega empfindlich. Bitte schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr auch empfindlich seid. Seid ihr ich fühle mich kitzelig? da immer so alleine mit. Ja, wenn du von mir wissen oder haben willst, kitzel mich. Ja. Da brauche keine 2 Sekunden, sag ich, nimm was du willst. Genau, also nicht mal. Da müsst ihr einmal so machen. Also da kannst du mich in der Tat besser foltern. Markus hat halt eben Barfußschuhe jetzt seit ein paar Monaten und dann waren wir eben auf einer kleinen Wanderung. Markus ist dann, um die Füße zu trainieren, Haltung und so. Und das war aber, sehr, sehr gut. Die Wanderung war aber spontan, weil wir haben das gesehen, dass man da wandern kann und gedacht, cool, das machen wir. Und ich habe gedacht, ich habe ja jetzt schon 2,5 Monate Barschuhe-Erfahrung. Ich hatte halt richtig krass Wanderschuhe an, damit ging das super, aber Markus ist halt überall abgerutscht und so. Also wenn ihr wandern wollt... Auf 400 Tagen. Also Jules hätte den Weg, ich weiß nicht, in einer halben Stunde geschafft und ich war dann ein Stündchen unterwegs. Ja. Also echt gutes Schuhwerk, festes Schuhwerk ist auf jeden Fall sinnvoll, keine Flipflops. Nee. Weil da kommt man wirklich einfach schlecht hoch. Aber man wird echt halt belohnt von der Aussicht. Weil die ganzen Steine, natürlich ist halt eine Schlucht und der Fluss hat sich da so reingefressen. Die sind halt super glatt. Es sind halt so Passagen, wo viele so große Felssteine, große Steine sind. Ja. Die sind halt genau, wie du sagst, sind halt sehr, sehr glatt. Da ist festes Schuhwerk schon sehr hilfreich. Aber es geht auch mit Barfußschuhen. Es geht auch mit Barfußschuhen? Ja, das haben wir fast vergessen. Also Preis, wir zahlen jetzt in der Nachsaison für den Flussplatz. Die Flussplätze sind 2-3 Euro teurer als die anderen Plätze. Also wie gesagt, das könnt ihr auf der Website auch nachgucken. Und wir zahlen jetzt 28 Euro die Nacht. Nee. 20, 30 knapp?
Okay, Egal, wir blenden das mal ein, wie viel wir bezahlen. Pi mal Daumen 30 Euro. Aber dann habt ihr so eine Manche Vorstellung. 20, aber 30 finde ich ganz okay. Insbesondere, wenn man so insgesamt guckt, was Camping jetzt kostet in Deutschland, Schweiz, Ja. Österreich und so weiter. Finde ich, ist für den Platz preiswert. Ja. Also ist dem Preis wert. Und- kann man so machen. Und es fühlt sich hier an, in der Ecke, wo wir hier stehen. Es hat so schon so ein bisschen nach vorne, es hat schon so auch was von Freistehen. Ja. Einfach so ein bisschen. Ja, für uns geht es jetzt am Sonntag weiter. Wir haben beschlossen, wir fahren noch ein bisschen weiter Richtung Süden, weil wir noch ein bisschen Sommer abgreifen wollen. Ja. Und haben halt gesehen, an einem Ort in der Provence sind noch mal 24 Grad. Da wollen wir also unbedingt hin. Und Ja. jedenfalls fahren wir noch mal bis zur Mittelmeerküste. Da oder nehmen so. wir euch natürlich mit, Nehmen wir auf jeden natürlich Fall. auch mit. Jetzt die Frage, habt ihr auch tolle Tipps? Seid ihr auch gerne in Frankreich unterwegs? Habt ihr hier Tipps, gerade auch vielleicht am Gorges du Verdon, nicht Gorges du Verdon, Gorges du Verdon oder sonst wo in der Provence oder halt auch auf der ganz anderen Seite in der Bretagne oder sonst irgendwo? Ja, und schreibt auch gerne mal, vertragt ihr geklortes Wasser. Das würde mich nämlich wirklich erzählen. Und nehmt ihr Toilettenpapier Und mit aufs seid Klo. ihr so kitzelig? Ja, Fragen über Fragen, schreibt gerne in die Kommentare. Wir freuen uns wie immer sehr auf den Austausch mit euch. Schön, dass ihr bisher zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, ist wie immer total gerne einen Daumen hoch da. Oder ein Abo. Da würden wir uns wie immer sehr drüber freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Beziehungsweise Au revoir. au revoir. Zwei dumme Gedanken. Ja, herrlich. Ah, jetzt aber abschalten. Ihr seid ja immer noch da. Das war so Pass schön. auf, und jetzt drehe ich die Kamera, also so wie sie jetzt hier steht, damit ihr seht, da ist nichts. Also für die Fotografen und euch, ich habe das hier mit 24 mm gefilmt. Und jetzt drehe ich die Kamera einfach um. So, und da ist der Fluss. Herrlich. Jetzt brauche ich noch einen Stein. Und dann könnt ihr sehen. Wow. So, also wir stehen direkt am Fluss. Beweis geführt. Und jetzt abschalten. Bon voyage, wir sehen uns unterwegs. Wir freuen uns. Worüber? Ciao. Oder bonne soirée. Bonne journée. Just say.